So, wir sind jetzt Tag 2 in Boston. Heute geht es zu New Balance. Super spannender Tag, auf den ich mich schon sehr, sehr lang freue. Es geht ins Research Lab und wir werden ein paar Tests machen und wir werden schauen, wie ich mit verschiedenen Schuhen performe, mich ein bisschen ausmessen und ich bin gespannt. Ja, auf den Tag heute habe ich mich echt schon sehr, sehr lange gefreut. Es ging ins New Balance Research Lab hier in Boston und das ist so ein bisschen wie Geburtstag, Weihnachten und alles zusammen. Ja, wir haben angefangen mit einer kleinen Rundtour. Ist einfach auch super geil, da The Track zu sehen, die Innenlaufbahn. Die war jetzt heute Fußballfeld, aber ist einfach eine richtig coole Einrichtung und die ganzen Sportstätten hier in den USA sind einfach der Hammer. We'll do the testing today. We have our VO2 cart here. We have about 20 cameras that overlook this treadmill space. It's a force instrumented treadmill, so measure forces and how hard you hit the ground. It can go uphill, downhill. We'll do obviously level running today, but for any other kind of interesting research that we want going on. Wir haben angefangen mit einem Scan von meinem Körper und auch von den Füßen. Das fand ich persönlich sehr interessant, weil ich seit längerem auch schon eine kleine Erhöhung unter einem Bein habe. Und das nochmal so genau zu sehen, die Längen und Breiten von meinem Körper, das war ganz cool, vor allem auch bei den Füßen. Das ist ja auch häufig so, dass man einen größeren Fuß hat und das genau mal in Breiten und Längen zu sehen, fand ich ganz cool. Und glaube ich, ist auch interessant, zum Beispiel, wenn es nochmal ums Thema Rennanzug geht oder so. Also jetzt nicht die Füße, aber der Rest vom Körper. Bei dem Test, den wir auf dem Laufband heute gemacht haben, haben wir uns für Marathon-Pace entschieden, also die im Optimalfall anvisierte Marathon-Pace und geschaut, wie hoch mein Sauerstoffverbrauch ist während der Pace mit den verschiedenen Schuhen. Und dazu war dieses Laufband, auf dem ich gelaufen bin, ausgestattet mit Sensoren, die alles Mögliche messen, von Bodenkontaktzeit zu der Kraft, die ich quasi im Abdruck aufbringe. Und der ganze Raum war ausgestattet mit, ich weiß nicht wie vielen Kameras, die quasi die Bewegung analysieren. Ich bin jeden Schuh zweimal gelaufen und jetzt warten wir gerade noch auf die Auswertung der Daten und dann bin ich total gespannt, was da rauskommt, ob eben mein Gefühl, was ich gerade habe, bestätigt wird.
paar Wochen habe ich jetzt drauf gewartet, aber ich habe meine Auswertung aus Boston bekommen von dem Test, den wir da gemacht haben. Und es ging ja primär darum herauszufinden, welcher dieser beiden Wettkampfschuhe für mich am geeignetsten ist. Ich laufe beide sehr gerne, beides sind super coole Schuhe, aber es geht ja jetzt gerade Richtung Nizza darum, einfach auch den Schuh zu finden, der am schnellsten für mich ist. Und man würde jetzt erstmal vermuten, dass das wahrscheinlich der Elite ist, weil der auch der Wettkampfschuh von New Balance ist, der jetzt für einen Marathon empfohlen wird, also von Halb bis Marathon. Und ja, der hat einfach schön viel Schaum. Das macht meistens ja auch schnell. Der ist schön hier so, hat eine ziemliche Vorspannung hier auch, bringt einen schnell nach vorne und fühlt sich einfach auch super reaktiv und gut an. Und dann gibt es halt noch den Pacer, der eigentlich für kürzere Distanzen empfohlen ist, weil er deutlich minimaler ist. Ja, man sieht es vielleicht auch, der ist gar nicht so krass gebogen. Und das Laufen damit fühlt sich deutlich direkter an. Er wird eher so für 5 bis 10 Kilometer empfohlen, aber es gibt eben auch immer mehr Läufer, die ihn tatsächlich auch über längere Distanzen einsetzen. Und ich hatte eben im Training so ein bisschen das Gefühl, als ich die so gegeneinander ausprobiert habe, dass ja, ich tatsächlich mit dem minimaleren, also mit dem Pacer, meinen Laufstil besser halten kann. Ja, dass es sich einfach wacher anfühlt, mein System, und am Ende ja deutlich auch reaktiver, obwohl der Schuh quasi eher weniger zurückgibt. Und das war einfach jetzt mal so eine Beobachtung, die ich halt hatte im Training. Ich hatte natürlich auch ein bisschen Feedback von außen von Philipp, der mich einfach beobachtet beim Laufen und da mit geschultem Auge drauf schaut, ja, wie das aussieht, und dazu dann mein Gefühl, wie es sich anfühlt. Und ja, einmal bin ich total dankbar, dass ich 2 so unterschiedliche Varianten habe, die ich beide benutzen kann. Und dann war aber eben der nächste spannende Schritt zu diesem Gefühl, was ich habe, was mich eher Richtung Pacer jetzt geleitet hat, einfach auch Zahlen zu bekommen. Und deswegen waren wir in Boston bei New Balance im Research Lab und haben da eben ein bestimmtes Testprotokoll gemacht. Vom Speed ging es jetzt Richtung Optimal Speed für ja, einen Ironman-Marathon. Das sind gerade die Geschwindigkeiten, die uns interessieren. Da möchte ich einmal durch mein Training vom Stoffwechsel natürlich super effizient sein und dann eben auch den Schuh dazu finden, der mich jetzt in Nizza möglichst schnell und effizient dann über die Laufstrecke fliegen lässt. Und ja, ich war selbst, oder Philipp und ich, wir waren super gespannt auf die Ergebnisse. Und ich würde sagen, es hat sich mal wieder bestätigt, dass eben das Gefühl, was ich habe, und auch die Beobachtung, die Philipp von außen hat, ja, ein Stück weit sich bestätigt haben, oder die haben sich bestätigt, denn was rauskam, war, dass einmal die Laufökonomie mit dem Pacer 1% besser ist. Und wenn man das jetzt sich vorstellt auf einen Marathon, dann kann das bis zu 2 Minuten ausmachen ungefähr, eben auf die Strecke. Vielleicht sogar auch mehr, je nach Strecke, ob es hoch und runter geht und so weiter. Nizza ist jetzt eher flach. Aber das ist schon ja, auf jeden Fall mal eine Nummer. Und ja, weiter auch super interessant eben, dass zum Beispiel Sachen wie Bodenkontaktzeit auch deutlich kürzer waren mit dem Pacer, meine Schrittlänge länger ist, und das sind natürlich dann auch die Parameter, die dazu führen, warum man zum Beispiel schneller ist mit dem gleichen Energieaufwand. Und ja, insofern, was ich allerdings auch spüre jetzt, nachdem ich die beiden eben auch im Vergleich in Wettkämpfen gelaufen bin, dass ich gerade bei unebenen Strecken das Gefühl habe, hiermit spüre ich den Boden besser, ich bin viel präsenter und habe so das Gefühl, ich habe auch einen kräftigeren Abdruck. Also es ist ein einfach dynamischeres, wacheres Laufen. Allerdings, die Downside ist, dass meine Muskulatur auch einen höheren Impact erfährt. Also ich habe auf jeden Fall, merke ich meine Muskeln deutlich mehr, also die arbeiten mehr, was mit Sicherheit jetzt nicht nur negativ ist, aber gerade, sage ich mal, das Gefühl nach einem Rennen ist schon so, dass ich mich, wenn ich den Schuh gelaufen bin, belasteter fühle als mit dem Elite, der einfach durch ja, das Mehr an Schaum einfach auch mehr ja, Schock resorbiert.
Und trotzdem habe ich mich dazu entschlossen, eben in Rot dann mit dem Pacer an den Start zu gehen. Rot war es einfach wirklich perfekt, würde ich sagen, gerade durch die unterschiedlichen Untergründe mit dem Gravel, mit dem Hoch und Runter habe ich mich damit einfach sehr sicher gefühlt, hatte nicht das Gefühl, dass ich irgendwie da Energie lasse. Teilweise ist es auch einfach mentale Energie, weil man sich so konzentrieren muss auf den Untergrund. Und ja, wie die Entscheidung für Nizza ausfällt, das bleibt noch spannend, aber natürlich, wenn ich jetzt hier einfach die Ergebnisse sehe, ist es eigentlich so, dass es dann doch, obwohl es ein Asphaltmarathon wird, der Pacer wird. What's up, little baby? It's Ferris, you know it's me again. Walking to the party, I'm fresh, clean, and I'm elegant. Brand new suit, I smell like money that Gucci scent. Drinking Casamigos with bitches that can't afford the rent. Running it back up, I got drunk, woke up in Phoenix. Scottsdale women, I swear that pussy the meanest. My dick is like a drug, I fuck her once and she fiending. Got me shooting all these slugs, that good pussy I need. Also ich bin einmal immer super neugierig zu objektivieren, warum man was im Rennen einsetzt. Und das war tatsächlich für uns die große Frage. Ist es pauschal der Carbon-Schuh, ja, oder ist es quasi auch eine individualisierte Variante aus dem Portfolio der Carbon-Schuhe? Und die Antwort ist, es ist eine individualisierte Variante und es ist individuell, welcher Schuh für wen am besten funktioniert. Und in Lauras Fall funktionieren beide Schuhe sehr, sehr gut, aber das Spannende ist, dass der Pacer tatsächlich eine Ergänzung im Portfolio ist, dass ein sehr aktiver Laufstil von Laura da drin noch besser zur Geltung kommt. Und wir können das einmal natürlich im Sauerstoffverbrauch zeigen. Wir können das Ganze in der Schrittlänge zeigen und auch in den Bodenreaktionskräften. Das heißt, das funktioniert super gut. Und auf der anderen Seite, auf der biomechanischen Ebene, können wir zeigen, dass die Posture von Laura, also die Position über dem Schuh, länger besser bleibt. Das heißt, auch unter Ermüdung, also im Prinzip Form under Fatigue, ist der Schuh einfach ein super guter Kompromiss. Das heißt, aus diesem super reaktiven Schaum in Kombination mit einer Carbon-Innensohle, das ist tatsächlich das Spannende, ist nicht immer mehr schneller, sondern tatsächlich, es kommt darauf an. Und in dem Fall hatten wir die Chance, wirklich die Schuhe so gegeneinander zu testen, dass wir tatsächlich dazu kommen, dass wir sehr individuelle Ergebnisse dabei haben und vielleicht auch nochmal im Training die Sachen gezielter einsetzen können. Dass wir zum Beispiel da entscheiden können, es ist ein super langer Lauf und wir haben im Anschluss aber eine sehr intensive Trainingsphase dabei und wollen den Impact wirklich minimieren, dann ist der Elite definitiv das Mittel der Wahl. Ja? Wir haben aber einen sehr schnellen Lauf und wir wissen, dass danach eine entsprechende Regenerationsphase ansteht und wir wollen das Maximale rausholen, ist im Augenblick der Pacer das Mittel der Wahl. Und da eine fundierte, theoretisch richtige Entscheidung zu treffen, fand ich unheimlich spannend.